Ich glaube, wenn du so ein Auto baust, bist du erstmal nie zufrieden. Der ist halt alltagstauglich nicht gemacht, auch nicht für den Herbst oder für den Winter. Ich habe es ein Jahr mitgemacht und das geht nicht. Mir ist halt auch das Optische halt wichtig, deswegen habe ich halt alles geguckt, was zum Chromen geht und alles, was zum Pulvern geht, ist halt alles gemacht worden. Ne? Ich habe halt den kompletten Motor zerlegt, auch komplett neu lackiert, alles. Ich bin der Thorsten, ich komme aus dem Kreis Viersen, das ist am Niederrhein, und fahre einen Opel Tigra Twin Top. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Bei mir war das so, ich habe einen Freund damals kennengelernt, der war halt Schrauber. Da war ich, glaube ich, noch 16 oder 17 und da bin ich halt schon so langsam in der Tuning-Szene reingekommen. Der hat mich dann auch immer regelmäßig halt abgeholt und dann sind wir halt zu Veranstaltungen, Treffen gefahren. Das war halt damals in den 90er gewesen, da war halt früher McDonald's, ne, lass uns zu McDonald's fahren, hin und her. Und dann fing das halt an. Dann habe ich halt irgendwann mal einen Führerschein gemacht und dann habe ich mir einen E-Kadett gekauft und da fing das schon an. Direkt mit Sportfahrwerk und andere Sitze rein und andere Auspuffanlage und dann habe ich halt immer weitergemacht und weitergemacht. Ich hatte mir dann damals ein Übergangsauto geholt, ein Opel Astra F, 1.6er 16V, da bin ich halt übergangs mitgefahren und ich wollte mir unbedingt was anderes kaufen. Und ich hatte nicht großartig nach dem Auto geguckt und dann bin ich halt in Döken bei Opel vorbeigefahren und da stand dieser Opel Tigra. Und den fand ich total schön, der hat mich irgendwie total besessen, weil das für mich ein Auto war, was nicht jeder hat. Und eigentlich war die Planung gewesen, ich wollte mir dieses Auto kaufen und halt auch im Alltag mitfahren. Dass das nachher so eskaliert ist, wie es jetzt eskaliert ist, hätte ich nie mit gerechnet. Das ist eigentlich ein reiner Cabrio, ist ein Zweisitzer. Du kannst halt nicht viel mitnehmen, dann hast du halt ein ganz großes Problem. Wenn du den Kofferraum aufmachen willst, drückst du den Knopf, geht der Kofferraum alleine auf. Aber wenn du den zumachen willst, musst du den Knopf gedrückt halten. Und das ist teilweise, ich glaube, 30 bis 60 Sekunden. Und mach das mal im Herbst beim Regen. Das geht einfach nicht. Du siehst nachher aus wie Sau. Der ist halt alltagstauglich nicht gemacht, auch nicht für den Herbst oder für den Winter. Ich habe es ein Jahr mitgemacht und das geht nicht. Und das war alles nicht so geplant. Dann musste ich jeden Tag eine weite Strecke zur Arbeit fahren. Dann fahre ich auf der Autobahn und dann kriege ich voll so einen dicken, fetten Steinschlag. Er hat so einen fetten Knall gegeben und dann fing es halt an. Ne? Dann bin ich zu meinem Lackierer des Vertrauens hingefahren. Ich sage, kannst du mir die Haube einmal neu machen und wie sieht's aus? Können wir hier irgendwie einen bösen Blick bauen? Und dann haben wir da mit Klebeband einen bösen Blick abgeklebt und damit fing es halt an. Genau, der hat für mich den bösen Blick damals gebaut. Dann mussten wir die Scheinwerfer heiß machen und runterdrücken, weil bei den neueren Autos hast du ja Stoßstange und Scheinwerfer alles bündig und das ging halt nicht. Die Haube ist ja länger geworden und deswegen mussten die Scheinwerfer runtergemacht werden. Und so hat halt alles angefangen. Und da habe ich immer Stück für Stück weitergemacht. Ja, das war schon ein schleichender Prozess. Ich habe halt nach 2014, weil ich halt doch viel gemacht hatte, habe ich halt gesagt, ich möchte meinen Motorraum, einfach nur den reinen Motorraum cleanen. Denn vom Motorraum habe ich halt weiter zu vorne zu den Radkästen bin ich gegangen, weil ich gedacht habe, wenn der denn einmal beim Lackierer steht, kann er direkt einmal komplett rumrum duschen. Und das hat mir so gut gefallen, dann habe ich gesagt, nee, jetzt musst du auch unten drunter weitermachen. Und bin dann am Unterboden weitergegangen. Und ich habe dann nachher auch so weit eskaliert, dann hatte ich auch die Anfrage von der Tuning World Bodensee gekriegt, ob ich nicht Bock hätte, am ETS mit teilzunehmen. Und ich kannte den ETS, ich weiß, was da für Voraussetzungen sind und wie die Qualität ist. Und dann habe ich natürlich auch ganz klar zum ETS gebaut. Viele Sachen, die ich gemacht habe, die habe ich halt auch nur für den ETS gemacht, weil ich genau weiß, du musst da schon punkten, ansonsten fliegst du die erste oder zweite Runde raus.
Thema Kabelbaum war eine ganz große Hausnummer, weil ich habe den komplett um 3 Meter verlängert und habe den teilweise unterm Armaturenbrett, unterm Handschuhfach verbaut. Und das war schon heftig gewesen. Ich habe den komplett bei mir im Wohnzimmer auseinandergelegt und da habe ich den verlängert. Und das habe ich halt vorher schon mit angefangen. Und nachher bei dem Zusammenbau wusste ich teilweise nicht mehr, wo was hinkam. Karossertechnisch habe ich natürlich, klar, Motorraum ist komplett umgebaut, ist komplett gecleant, alle Löcher zugemacht, Bleche reingeschweißt, zugezinnt. Radhäuser habe ich zugezinnt und zugeschweißt, hinten auch und Unterboden auch. Ja, habe ich auch komplett gemacht. Vorne ist eine Lexmark Frontlippe drauf, angeschnitten und angeschweißt und einlaminiert hinten auch. Hinten Stoßstange in der Mitte durchgeschnitten und den Ansatz dran laminiert und von hinten verspachtelt und alles. Also Innenraum, da habe ich damals sogar schon mit angefangen, wo ich mit dem Wagen sogar noch gefahren bin. Ich fand halt Leder einfach total schön und habe halt einen coolen Sattler kennengelernt, habe den gefragt, kannst du mir das und das machen? Und dann hat er mir von mir halt alles gekriegt. Armaturenbrett, Mitte-Konsole, Armlehne, hat er einmal komplett mit Mercedes-Leder komplett überzogen. Ich fand das halt einfach total schön. Im Grunde hat das noch viel vorher angefangen. Ich habe mir Sitze, die Originalsitze, die da drin waren, die waren halt so ein Teil, an der Seite war halt lederbezogen, in der Mitte war halt so ein Stoff. Und ich fand da das Rautenmuster einfach total schön. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir die Sitze neu machen? Der hat die halt nur in der Mitte einmal neu gesattelt und das andere Leder halt aufgefrischt. So hat es halt angefangen. Ne? Immer Stück für Stück, immer im Winter, immer ein Stück weiter, immer ein Stück mehr. Also der Kofferraum war ja erstmal noch normal gewesen. Ich habe da eine kleine Basskiste in der Reserveradmulde verbaut, alles schön glatt gerade. Und dann kam halt das Thema Airride. Wo komme ich mit der ganzen Steuerung hin? Also habe ich erstmal die ganze Steuerung im Kofferraum verbaut und so musste ich halt den kompletten Kofferraum komplett neu bauen und neu gestalten. Du hast halt leider nicht viel Platz, es ist halt sehr klein. Ne? Das ist halt das ganze große Problem. Du musst gucken, wie kriegst du den Bass verbaut, wie kriegst du die Endstufen verbaut und wo haust du die ganze Steuerung hin. Am Anfang hatte ich halt noch die Einzelradansteuerung gehabt mit so einzelnen Ventile und Schläuche, habe aber nachher auch auf Airlift umgebaut. Ist halt viel einfacher. Ne? Du hast halt nur noch einen Stecker und kannst halt runtergehen. Also das Fahrwerk habe ich von GRS verbaut, das ist vom Corsa C, weil für einen Tigra Twinsport gibt es kein Fahrwerk. Es war gar nicht so einfach, da überhaupt was zu kriegen. Musste auch umgebaut werden, weil der Tigra vorne ein ganz anderes Dom hat wie der Corsa C. Deswegen mussten noch Adapterplatten gebaut werden, dass das auch reinpasst. Hinten hat es so gepasst, aber die Höhe hat mir gar nicht so gefallen. Haben wir die Bälge halt hinten noch mal ein Stück gekürzt, so dass wir tiefer runterkommen. Ich denke, viele Corsa C-Fahrer wissen das auch, dass das, wenn du ein Luftfahrwerk einbaust, du kommst einfach nicht runter. Du bist teilweise mit dem Gewindefahrwerk hinten tiefer. Thema Felgen. Ich hatte lange nach anderen Felgen gesucht und irgendwann habe ich gesagt, komm, guckst du mal, dass du BBS kriegst. Es gibt einen guten Händler, ich weiß nicht, wo der herkommt, der vertreibt halt auch nur BBS. Über den habe ich die halt erworben und die sind direkt zu meinem Verdichter gegangen und der hat die direkt einmal komplett Hochglanz verdichtet und dann habe ich die erst bekommen. Nach dem Verdichten, so circa ein Dreivierteljahr oder so, das hat mir eigentlich gar nicht gefallen, wie die Sterne waren, weil die waren sehr milchig. Also habe ich mit meinem Chromer gesprochen, wie sieht es aus, kannst du mir die Sterne anders machen? Sagt er, klar, ich kann dir die einmal chromen. Und dann habe ich die zum Chrom hingemacht, dann hat er die einmal komplett gechromt. Damit ich auch so den Tiefenglanz kriege. Dann habe ich noch einen anderen Kühler drin, den habe ich aus England bestellt vom Corsa C, das ist so ein Alukühler, weil hier bei uns in Deutschland habe ich halt nichts anderes gekriegt. Also habe ich einen englischen Kühler drin, genau, die Schläuche, die da drin sind, sind alle geledert. Benzinleitung, Bremsleitung ist alles selber gebaut, selber entwickelt und selber gebürdelt. Also was definitiv ist, die komplette, weil ich ja alles umgebaut habe, muss ich halt komplett neue Kraftstoffleitungen bauen. Habe ich das Rohr selber gebogen, das wurde auch nachher verchromt. Dann ist die Bremsleitung, habe ich halt geguckt, wo ich welche kriege, die schon verchromt ist auf der Rolle. Habe ich halt selber mit Kabel vorgebogen, danach habe ich die gebogen und auch gebürdelt, weil das kriegst du halt so alles nicht zu kaufen. Ne? Weil ich auch den kompletten ABS-Block alles komplett versetzt habe, der ist halt nicht mehr da, wo der vorher war. Also muss halt alles komplett neu gebaut werden, neu geschaffen werden. Ne? Sowas gibt es halt nicht.
Also das Hobby ist für mich also eine reine Leidenschaft. Ich fahre abends oder nach der Arbeit zur Werkstatt, zur Halle, wie man das nennt. Ich habe hier einfach meine Ruhe, ich habe hier meinen Ruhepuls, mich nervt keiner. Ich kann hier tun und lassen, was ich will, egal zu welcher Uhrzeit. Das beruhigt mich halt extrem. Ne? Das macht für mich die Leidenschaft aus und deswegen freue ich mich auch immer, mein Auto auf Messen, Veranstaltungen einfach zu präsentieren zu können. Weil ich glaube, viele kennen das Auto und die wissen halt auch, das Auto zu schätzen. Also leider konnte ich nicht so viel Fahraufnahmen machen, weil mir die Kraftstoffleitung geplatzt ist. Dann habe ich die notdürftig repariert, dann ist die mir am nächsten Stück wieder geplatzt und zum guten Schluss ist die mir nochmal geplatzt. Also das ist halt leider manchmal auch alltagsbedingt, da kann man nichts dran tun. Also von daher, es tut mir fürchterlich leid, dass ich nicht so viel Fahraufnahmen euch zeigen kann. Ja, ich muss mich auf jeden Fall bei einem definitiv bedanken. Das ist mein Hallenkollege. Der hat mir erstmal ermöglicht, dass ich die Möglichkeit habe. Der hat damals dafür gesorgt, dass ich eine Halle kriege, dass ich schrauben kann. Und der hat mir hier den einen oder anderen Tipp definitiv auch mal gegeben. Der hat mich halt schon mental auch unterstützt oder hat gesagt, ändere das noch so oder so. Weil das Problem ist, wenn du selber so viel vor dem Auto guckst, du siehst gewisse Dinge halt einfach nicht. Andere Menschen sehen halt diese Dinge. Das heißt, Freundin bedanken. Ich hatte damals eine langjährige Freundin gehabt, die gibt es halt nicht mehr, aber die hat mich damals auch ganz viel bei diesem Projekt unterstützt. Und auch, wo wir damals nicht mehr zusammen waren, die hat gesagt, mach weiter, wenn das ist, ich helfe dir sehr gerne weiter, weil die hat auch dafür gepocht, dass ich definitiv am ETS mitmache, weil sie sagte, das ist dein Traum, am ETS teilzunehmen, reiß dich zusammen und mach's bitte. Ich wollte nochmal Danke sagen, dass ihr das Video euch angeschaut habt. Sollte es euch gefallen haben, lasst gerne ein Like da. Ihr könnt auch gerne den Kanal von Sauerkrauts abonnieren. Ich werde auch versuchen, auf Kommentare zu antworten, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und ja, ich sag mal, wünsche euch was, ne? Tschüss!